Herzlich willkommen in meiner Werkstatt auf der Insel Brač hier in Kroatien. Heute machen wir Ringe, die solo getragen werden können oder als Partnerringe. Der Damenring kann auch als Vorsteckring getragen werden. Wir beginnen mit der Konstruktion bei Fusion 360, um anschließend im 3D-Drucker die Modelle herzustellen. Mein Name ist Bernd Alexander Manzold und ich wünsche viel Spaß beim Video. Das Konstruktionsprogramm Fusion 360 ist ideal, wenn es darum geht, Ringe in strenger Geometrie herzustellen. Natürlich kann ich diese Ringe auch in Wachs herstellen oder an anderen Materialien, aber ich habe hier eine große Zeitersparnis. Die Herstellung am PC inklusive Ausdruck am 3D-Drucker dauert vielleicht maximal eine Stunde. Beim Druck kommt es mir nicht auf die Qualität an. Ich arbeite dort leicht nach und für den Sandguss, den ich in diesem Falle verwende, ist die Qualität mehr als ausreichend. Gegossen werden die Ringe in einem Guss. Ich verwende hier 925er Silber für diese Ringe, die später noch mit Feingold verziert werden. Möglich sind diese Ringe in allen Materialien, also Platin oder Palladium, Weißgold mit Silber und ja, alle Metallarten, die im Schmuckbereich üblich sind. Ich mache hier Musterringe fürs Lager und im Grunde wären die jetzt schon fertig, sodass man die anprobieren kann. Aber wer in Gravuren denkt, der will mehr. Der möchte noch gerne hier auf der Seite eine Gravur haben, eine Verzierung. Die Flächen sind noch da, da ist also noch jede Menge Leinwand, sodass ich hier auch noch Feingold aufbringen kann an diesen kleinen Enden. Und diese Gravuren, die ich auf der Seite aufbringe, die versuche ich größtenteils mit diesem Handstichel, mit diesem Flachstichel zu machen, und auf diese kleine Reise nehme ich euch mit. Auf geht's. Ich konnte mich anfangs nicht entscheiden, welche Steine ich bei dem Damenring nehmen sollte. Und ursprünglich war das auch gar nicht geplant. Aber dann habe ich diese kleinen Flächen gesehen an den Außenkanten und habe gesagt, ja, da gehört eigentlich ein Stein drauf. Ich hatte Experimente gemacht mit grünen Steinen, mit blauen Steinen. Dann hatte ich Granaten aufgesetzt und am Ende habe ich mich dann für Navett geschliffene Diamanten entschieden. Und an den etwas längeren Außenseiten noch jeweils 5 runde Brillanten aufgesetzt. Das Einpassen von Navettsteinen ist aufwendig. Ich verwende Kreidespray, Inklusionsspray aus dem Dentalbereich für diese Arbeit, an denen ich erkennen kann, wo sich noch Druckstellen befinden, um diese dann zu eliminieren. Ich verwende gerne Silber in Kombination mit Feingold, weil der Kontrast einfach sehr knackig ist und
Üblicherweise graviere ich mit dem Luftdrucksystem von GRS, aber ich bin experimentierfreudig und hier wollte ich mal wieder die Handgravur ausprobieren und auch zeigen. Die sogenannte Nagelprobe. Der Stichel wird leicht schräg an den Fingernagel gehalten und wenn er dort etwas einhakt, dann ist der Stichel scharf. Für die Arbeit verwende ich ausschließlich einen Flachstichel. Im druckluftgeführten System würde ich einen 120er verwenden, aber Handpush ist der Flachstichel deutlich einfacher zu führen. Das Ergebnis ist vergleichbar. Den Herrenring habe ich in meiner Größe hergestellt und ca. 2 Tage lang Probe getragen. Man sieht das auch in dem Video. Ich teste so, ob der Ring bequem ist und einen guten Tragekomfort hat. Ja, schöne Ringe, aber wie kommt man da jetzt ran? Die kann man natürlich bei mir kaufen oder bestellen. Und dann kann man diese oder andere Ringe in einem meiner 1:1 Trauringkurse auch selbst herstellen, wobei ich dann das Fassen und die Gravur übernehme. Und wer das Handgravieren mit dem Stichel, also von Hand, Handpush oder mit der Druckluft lernen möchte, der ist bei mir herzlich willkommen.